Im Frühjahr 1994 startete der italienische Sportler Mauro Prosperi bei einem der härtesten Marathons der Welt, einem sechstägigen Lauf durch die Sahara. Er war körperlich vorbereitet, erfahren und von seinen Fähigkeiten überzeugt. Aber die Wüste ist nicht nur Hitze und Sand. Am dritten Tag wurde die Strecke von einem heftigen Sandsturm überquert, der sofort alle Orientierungspunkte und die Navigation zunichte machte. Prosperi verirrte sich. Bei null Sicht und ohne Verbindung entfernte er sich weit von der Strecke, ohne zu ahnen, dass er immer tiefer nach Algerien vordrang. Von diesem Moment an begann der Kampf nicht mehr mit der Distanz, sondern mit dem eigenen Verstand. 9 Tage völliger Einsamkeit, brennende Sonne, begrenzte Wasser und Essensvorräte. Er trank seinen eigenen Urin, aß Fledermäuse und versteckte sich in einer verlassenen Moschee. Irgendwann war er überzeugt, die Schritte anderer Läufer zu hören. Er rief sie, aber niemand antwortete. Das waren die ersten Anzeichen einer verzerrten Wahrnehmung. Später gab er zu, dass er grüne Bäume gesehen und eine kühle Brise vom Ozean gespürt hatte. Diese Fata Morganen wurden zugleich sein Trost und seine Bedrohung. Der 9. Tag erwies sich als entscheidend. Nomaden fanden ihn und übergaben ihn bald darauf den Rettungskräften. Er hat überlebt. Doch die Psychologen, die seinen Zustand untersuchten, sagten, sein Verstand erschuf eine sichere Version der Realität, um den Körper am Leben zu erhalten. Die Sahara öffnete ein Portal, in dem sich der Geist vom Körper löst und beginnt, seine eigene Welt zu erschaffen. Dieser Fall ist keine Ausnahme, sondern eine beunruhigende Erinnerung. Extreme Isolation in der Wüste kann selbst bei einer vorbereiteten Person zu einer völligen Verzerrung der Realität führen. Der Ultramarathon des Sables findet im Herzen der marokkanischen Sahara statt. Das ist nicht einfach nur eine Sportveranstaltung, das ist Überleben. 6 Tage, über 200 Meilen unter der Sonne, wo die Temperatur über 110 Grad Fahrenheit steigt. Den Teilnehmern wird eine begrenzte Menge Wasser und eine minimale Ration ausgehändigt. Unter solchen Bedingungen kann ein Navigationsfehler das Leben kosten. Genau das ist Mauro Prosperi passiert. Ein Sandsturm hat ihn nicht nur vom Kurs abgebracht, sondern auch alle Orientierungspunkte ausgelöscht, die Streckenflaggen verschwinden lassen und GPS-Geräte waren in den 90er Jahren noch nicht zuverlässig. Er fand sich allein in einer endlosen Ebene wieder, in der der Horizont jeden Tag gleich aussah. Das ist die eigentliche Gefahr der Wüste. Sie bietet keine Orientierungspunkte. Ohne Bäume, Geräusche, Gebäude oder Schatten verliert das menschliche Gehirn die Fähigkeit, sich im Raum zu orientieren. In den ersten beiden Tagen war sich Prosperi nicht bewusst, dass er sich fast 200 Meilen vom Kurs entfernt hatte. Sein Bewusstsein klammerte sich an die letzten Reste der Logik. Geh weiter und du wirst das Lager finden. Doch die Wüste ist unerbittlich gegenüber der Logik. Jeder Schritt führte ihn weiter weg. Erst nach einigen Tagen begriff er, dass ihn nicht nur Dünen umgaben, sondern absolute Einsamkeit. Er war nicht der Erste, der im Sand verschwand, aber seine Geschichte ist ein seltener Fall der Rückkehr. Die meisten solcher Geschichten enden anders. Ihre Körper werden erst nach Monaten gefunden oder bleiben ganz verschwunden. Prosperi wurde zum lebenden Beispiel dafür, wie die Sahara einen Menschen verschlingen und alle Spuren seiner Existenz auslöschen kann. Die menschliche Physiologie durchläuft in der Wüste eine Reihe kritischer Schwellen. Bei Temperaturen über 110 Grad Fahrenheit verliert der Körper mit katastrophaler Geschwindigkeit Flüssigkeit, bis zu einem Gallone pro Tag. Die Dehydrierung setzt schnell ein, es beginnt mit starkem Durst, dann folgen Schwindel, Muskelkrämpfe und Koordinationsverlust. Der Natriumspiegel im Blut sinkt, das Herz schlägt schneller und die Nieren beginnen zu versagen. Doch das verletzlichste Organ bleibt das Gehirn. Unter der Einwirkung von Hitze, Stress und sensorischer Monotonie beginnen Desorientierung und Verwirrtheit. Mauro Prosperi, wie er sich später erinnerte, konnte irgendwann Träume nicht mehr von der Realität unterscheiden. Er ging und sah eine Oase, doch als er dort ankam, fand er ein trockenes Tal vor. Er versuchte sich zu erinnern, wann er das letzte Mal getrunken hatte, und konnte es nicht. Es ist wichtig zu verstehen, das sind keine Halluzinationen im klassischen Sinne. Das ist das Ergebnis einer Überlastung des Körpers und einer Störung der kognitiven Systeme. Psychologen nennen diesen Zustand kognitiven Kollaps, wenn das Gehirn sekundäre Funktionen abschaltet, um die grundlegenden aufrechtzuerhalten: Atmung, Puls, Koordination. Der Mensch wird zu einer Maschine, die nur noch vom minimalen Instinkt angetrieben wird, vorwärts zu gehen. Genau in diesem Zustand beginnen viele, an das Illusorische zu glauben. Die Realität verliert ihre klaren Grenzen und der Mensch beginnt, seine eigene Welt zu erschaffen. Nicht, weil er den Verstand verliert, sondern weil es anders einfach nicht möglich ist zu überleben. Wenn der Mensch in Isolation inmitten einer eintönigen Landschaft und völliger Reizlosigkeit bleibt, beginnt das Gehirn, eigene Bilder zu erschaffen. Das sind keine Fantasien, sondern ein Schutzmechanismus. Sensorische Deprivation, ein Zustand, in dem das Sehen, Hören und andere Sinne keine vielfältigen Informationen erhalten, löst Prozesse der Selbsttäuschung aus. In der Wüste gibt es keine lauten Geräusche, keine Bewegungen, keine Veränderungen, nur Sand und Wind. Unser Gehirn erträgt keine Leere. Es füllt sie mit Erinnerungen, Bildern, inneren Dialogen.
Genau so entstehen Halluzinationen, die die meisten in der Sahara Verirrten auf ähnliche Weise beschreiben. Stimmen, Spuren im Sand, Menschen in der Ferne, Geräusche, die wie Gespräche klingen. Mauro erzählte, dass er das Gefühl hatte, als würde jemand neben ihm gehen. Manchmal hörte er, wie jemand ihn beim Namen rief. Das ist kein Wahnsinn, sondern eine normale Reaktion des Gehirns auf extreme Bedingungen. Wissenschaftler, die das Phänomen der Einsamkeit in der Wüste untersuchen, vergleichen es mit der Isolation im Weltraum. Beide Zustände führen zu einer inneren Spaltung. Der Mensch beginnt, innere Empfindungen als äußere wahrzunehmen. So entsteht eine neue Realität, sicher, verständlich, in der der Mensch nicht allein ist. Dieser Prozess ist kein Zeichen von Schwäche, sondern im Gegenteil die höchste Form psychischer Anpassung, die das Bewusstsein vor dem Zusammenbruch bewahrt. Wenn der Körper am Limit ist, zeichnet der Verstand selbst einen Ausweg. In der Wüste, wo jeder Tropfen Wasser Gold wert ist, schaltet der menschliche Körper in den Überlebensmodus. Mauro Prosperi, der ohne Wasser war, tat am 3. Tag seines Umherirrens das, was nur wenige instinktiv tun. Er trank seinen eigenen Urin und fand später eine verlassene Moschee, in der Fledermäuse lebten. Er tötete sie, um ihr Blut als Flüssigkeitsquelle und wenigstens etwas Eiweiß zu trinken. Später schnitt er sich selbst, um Regenwasser in einer leeren Getränkedose zu sammeln. Diese Handlungen wirken verzweifelt, sind in Wirklichkeit aber zutiefst instinktiv. Menschen, die in Extremsituationen geraten, tun oft Dinge, die im normalen Leben unmöglich erscheinen würden. In solchen Situationen trennt sich das Bewusstsein von den Emotionen. Mauro gab später zu, dass er in dem Moment, als er sich die Adern aufschnitt, keine Angst verspürte. Alles geschah wie nach Plan. Dieser Zustand wird von Wissenschaftlern als emotionale Dissoziation bezeichnet, wenn der Verstand den Körper quasi verlässt, um dem Überlebensinstinkt nicht im Weg zu stehen. Andere Überlebende in der Wüste berichteten von ähnlichen Erfahrungen, als ob jemand anderes ihre Handlungen steuerte. Das ist kein Heldentum, sondern ein uralter biologischer Mechanismus, der in jedem von uns verankert ist. In der Wüste überlebt nicht der Stärkste, sondern derjenige, der Moral, Gewohnheiten und Angst ausschalten kann. Mauro hat das getan und hat überlebt. Die Wüste ist nicht nur Geografie, sie ist ein Zustand der Wahrnehmung. Eines der häufigsten Phänomene bei Verirrten sind visuelle und akustische Halluzinationen. Sie beginnen nicht als Fantasien, sondern als logische Fortsetzung der Realität. Mauro Prosperi berichtete, dass er grüne Bäume, Schatten von Palmen und sogar das Rauschen des Ozeans gesehen und gehört habe. Er versuchte zu diesen Oasen zu gelangen, aber jedes Mal verschwanden sie, sobald er sich näherte. Wissenschaftler erklären dieses Phänomen mit dem thermischen Kontrast. Die heiße Luft an der Oberfläche und die kühlere darüber erzeugen einen Linseneffekt, der den Horizont verzerrt. Doch auf physiologischer Ebene geht das viel tiefer. Das Gehirn, überhitzt, dehydriert und desorientiert, beginnt vertraute Bilder abzuspielen. Wasser, Bäume, Gesichter von Menschen. Besonders häufig treten Halluzinationen bei denen auf, die ihre Glykogenreserven, die Energie des Gehirns, bereits aufgebraucht haben. Der Verlust von Elektrolyten beeinflusst die neuronalen Verbindungen und die Signale zwischen den Hirnarealen werden unkontrollierbar. Es ist wie ein Wachtraum, den man nicht von der Realität unterscheiden kann. Prosperi behauptete, er habe Essensgerüche wahrgenommen und menschliche Stimmen gehört. Einige Überlebende haben sogar mit Menschen gesprochen, die sie vor sich gesehen haben. All das ist kein Zeichen von Wahnsinn, sondern ein Versuch des Gehirns, Stabilität zu bewahren. Die Illusion wird nicht zum Fehler, sondern zur letzten Hoffnung. Unter Bedingungen, in denen die Realität schmerzt, ist die Illusion ein Schild. Und je länger ein Mensch in Isolation bleibt, desto stärker und lebendiger werden diese Bilder. Charles de Foucault war ein französischer Aristokrat, Soldat, Reisender und schließlich Einsiedler. Er wurde im Jahr 1858 geboren und ging den Weg vom Luxus bis zur völligen Entsagung. Nach einer spirituellen Krise beschloss er, sein Leben Gott zu widmen und reiste nach Nordafrika, um unter dem Volk der Tuareg in der Wüste zu leben. Dort verbrachte er mehr als 15 Jahre, lebte in äußerster Armut, völliger Einsamkeit und im Gebet. Geld, Ruhm oder Komfort interessierten ihn nicht. Er wollte die Wahrheit in der Stille und im Sand finden. Seine Tagebücher wurden zu einer wichtigen Quelle für Historiker und Anthropologen. Er beschrieb das Alltagsleben der Tuareg, ihre Sprache, Bräuche und Weltanschauung. Vor allem aber hielt er fest, wie die Wüste die Wahrnehmung verändert. Er schrieb, dass er sich mit jedem Jahr weniger im Körper und immer öfter im Geist fühlte. Im Gegensatz zu den Verirrten wählte Foucault die Einsamkeit freiwillig. Doch seine Beobachtungen über die Wahrnehmung von Zeit, Raum und der inneren Welt ähneln erstaunlich denen, die Menschen am Rande des Überlebens beschrieben. Er hörte Musik dort, wo Stille war, und spürte Licht sogar in der Nacht. Das zeigt, dass die extremen Bedingungen der Wüste nicht nur die Psyche brechen, sondern sie auch transformieren können. Für Foucault wurde die Wüste nicht zur Falle, sondern zum Weg der Erleuchtung. Doch der Preis dieses Weges ist absolute Einsamkeit und die vollständige Abkehr von der gewohnten Welt. Das Leben in der Wüste ist nicht immer die Folge einer Katastrophe.
Zu allen Zeiten gab es Menschen, die sich bewusst in extreme Bedingungen begaben. In der christlichen Tradition waren dies Eremiten und Mönche, in der islamischen Kultur Sufis und Derwische. Sie alle einte das Ziel, das Bewusstsein durch Askese zu reinigen. Isolation, Hitze, Stille und Eintönigkeit schufen ideale Bedingungen für Meditation und Selbstbeobachtung. Die Einsiedler verzichteten auf Essen, Schlaf und Kommunikation, um über sich selbst hinauszugehen. Historiker und Psychologen stellen fest, dass bei längerem Aufenthalt in der Wüste beim Menschen ähnliche psychische Prozesse ablaufen, unabhängig von der Motivation, eine Verlangsamung der Zeitwahrnehmung, das Auftreten von akustischen und visuellen Bildern sowie das Gefühl einer höheren Präsenz. Auch moderne Pilger und Forscher, die in der Sahara waren, beschrieben, wie das Gehirn beginnt, mit sich selbst zu sprechen. Einige hörten Gesang, andere hatten das Gefühl, als würde jemand sie beobachten. Das ist keine Religion, sondern Biologie. Einsamkeit und sensorische Vereinheitlichung aktivieren die Bereiche des Gehirns, die für Selbstreflexion und Fantasie zuständig sind. Das Gehirn beginnt, Geschichten zu erzählen, um die Leere zu füllen. Für Einsiedler wurde dies als mystische Erfahrung wahrgenommen, für die Wissenschaft ist es das Ergebnis neuropsychologischer Veränderungen. Doch in beiden Fällen wirkt die Wüste auf gleiche Weise. Sie schaltet die Außenwelt aus und verstärkt die innere. Genau deshalb bleibt sie ein Symbol für spirituelle Suche und psychische Transformation. Wenn ein Mensch in extreme Bedingungen gerät, aktiviert sein Gehirn spezielle Schutzmechanismen. Einer davon ist die Bildung von Illusionen. Das ist kein Anzeichen einer psychischen Störung, sondern ein Anpassungsmechanismus. Psychologen nennen dies psychische Kompensation. In der Wüste, wo es keine Geräusche, keinen Szenenwechsel und keine Kommunikation gibt, beginnt das Gehirn, Bilder zu erschaffen, um die kognitive Aktivität aufrechtzuerhalten. Diese Bilder können sowohl positiv sein, Oasen, Gesichter von Angehörigen, die Stimme der Mutter, als auch beängstigend. Gestalten in der Ferne, das Gefühl, beobachtet zu werden. Mauro Prosperi hatte beide Arten. Er erzählte, wie er Kinder sah, die im Schatten spielten, und dann Augen in der Dunkelheit, die ihn beobachteten. Das ist das Ergebnis der Aktivierung des Scheitel- und Schläfenlappens im Gehirn, die für die räumliche und emotionale Wahrnehmung verantwortlich sind. Auch Schlaf, Salz- und Glukosemangel spielen eine Rolle. All das beeinflusst die Arbeit der Neurotransmitter. Der Mensch beginnt nicht mehr mit den Augen, sondern mit seinen Erinnerungen zu sehen. Tatsächlich spielt das Gehirn Archivbilder ab, um die Wahrnehmungsstruktur aufrechtzuerhalten. Genauso entstehen Realitäten, in denen der Mensch überleben kann. Die Illusion ist kein Feind, sondern ein Verbündeter. Sie erhält die Motivation aufrecht, verringert die Angst und vermittelt ein Gefühl von Zielstrebigkeit. Dabei ist es jedoch wichtig zu verstehen, wenn sich ein Mensch zu lange in dieser Schutzrealität aufhält, wird die Rückkehr in die objektive Welt traumatisch. Die Illusion hilft zu überleben, fordert aber einen Preis, den Verlust des Gefühls dafür, was real ist und was nicht. Das Phänomen der Luftspiegelungen in der Wüste wird bereits seit über 2 Jahrhunderten erforscht. Wissenschaftler klassifizieren sie als optische Täuschungen, die durch die Brechung des Lichts in Luftschichten mit unterschiedlichen Temperaturen verursacht werden. Der bekannteste Typ ist die untere Luftspiegelung, bei der die Oberfläche wie von Wasser bedeckt erscheint. Das ist der Effekt von Asphalt in der Hitze, nur verstärkt durch Maßstab und Kontext. In der Sahara kann ein Mensch ganze Städte, Karawanen, Palmen und Seen sehen. Doch das ist nur die äußere Seite des Phänomens. Viel interessanter ist, wie das Gehirn das Gesehene interpretiert. Wenn der Körper überhitzt und dehydriert ist, arbeitet die Seherinde des Gehirns instabil. Die Informationen sind verzerrt und das Bewusstsein versucht zu erraten, was es sieht. Hier kommt die Vorstellungskraft ins Spiel. Ein müdes Gehirn kann einen Fleck im Sand in ein Gesicht verwandeln und eine Lichtreflexion in eine laufende Gestalt. Das nennt man Pareidolie, die Neigung, erkennbare Bilder dort zu sehen, wo keine sind. Es wurden auch Fälle dokumentiert, in denen eine Person sich selbst von außen sah oder das Gefühl hatte, von oben zuzuschauen. Diese Effekte stehen oft im Zusammenhang mit einer Störung des Temporallappens. In der Wüste verstärken sich solche Erlebnisse um ein Vielfaches. Leere, Einsamkeit und Lebensgefahr schaffen ideale Bedingungen für visuelle Verzerrungen. Menschen glauben an das, was sie sehen, weil sie keine Alternative haben. Wenn die Realität keine Antworten liefert, erschafft das Gehirn eigene, und manchmal sind diese so überzeugend, dass der Mensch auch nach seiner Rettung weiterhin an ihre Echtheit glaubt. In vielen Kulturen galten Zustände, die die Wissenschaft als Halluzinationen bezeichnet, als heilige Offenbarungen. Menschen in der Wüste beschrieben Gestalten, Licht, Stimmen. All dies wurde als Manifestation einer höheren Macht wahrgenommen. In alten Traditionen war die Wüste ein Ort der Begegnung mit Gott, nicht mit Psychosen. Heute erforschen Psychologen und Neurowissenschaftler die Grenze zwischen mystischer Erfahrung und psychischer Anpassung. Es stellte sich heraus, dass sie einander sehr nahe sind. Wenn ein Mensch sich in extremer Isolation befindet, schaltet sein Gehirn in einen Modus, in dem die kritische Wahrnehmung abnimmt. Das bedeutet, dass alle inneren Bilder als Realität wahrgenommen werden. Die gleichen neuronalen Schaltkreise sind bei Gebet, Meditation und sensorischer Deprivation aktiv.
So werden beispielsweise in christlichen Quellen Eremiten beschrieben, die die Stimme Gottes hörten, Licht oder Engel sahen. Doch die Neurowissenschaft erklärt dies durch die Aktivierung des Temporallappens und einen Dopaminmangel. Mauro Prosperi berichtete, dass er das Gefühl hatte, als würde ihm jemand Unsichtbares den Weg weisen. Er war nicht religiös, interpretierte dies aber als innere Kraft. Solche Erlebnisse verbinden Mystiker und Überlebende. Die Psyche gibt dem Menschen Halt in Form eines Bildes, eines Geräuschs oder des Glaubens, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Die Illusion wird zu einer Form der Überzeugung. Und auch wenn die Wissenschaft dies als Schutzfunktion bezeichnet, kann es für den Betroffenen selbst eine Erfahrung sein, die sein ganzes Leben verändert. Die Frage ist, was man als Wahrheit betrachtet: elektrische Impulse oder das, was dir das Leben gerettet hat. Mitte des 20. Jahrhunderts führten amerikanische und sowjetische Militärs Experimente zur sensorischen Isolation. Menschen wurden in hermetisch abgeriegelte Kammern gebracht, wo keine Geräusche, kein Licht und keine Bewegung war. Bereits nach 24 Stunden begannen die Probanden, lebhafte Bilder zu sehen, Musik und Stimmen zu hören. Nach 3 Tagen setzten starke Halluzinationen ein. Einige berichteten, dass sie die Anwesenheit von jemand anderem im Raum spürten. Diese Experimente zeigten, das menschliche Gehirn kann unter vollständiger Isolation nicht existieren. Es beginnt, seine eigene Realität zu erschaffen. Später wurden ähnliche Untersuchungen in der Wüste, mit Kosmonauten und sogar in den Tiefen des Ozeans durchgeführt. Die Ergebnisse waren identisch. In Situationen von Einsamkeit und Monotonie verliert das Bewusstsein seinen Halt. Ein Beispiel: Israelische Soldaten, die sich in der Negev-Wüste verirrt hatten, berichteten, dass sie Versorgungslastwagen sahen, die es gar nicht gab. Sie gingen auf sie zu und verloren dabei die Orientierung. Psychologen der Harvard-Universität untersuchten dieses Phänomen und kamen zu dem Schluss, Illusionen sind kein Fehler des Gehirns, sondern eine Anpassung. Es ist besser, an eine Oase zu glauben und zu versuchen zu überleben, als den Tod zu akzeptieren. Dieses Wissen wird heute bei der Ausbildung von Piloten, Soldaten und Astronauten genutzt. Sie lernen, dass das, was sie in einer kritischen Situation sehen, eine Lüge sein kann, aber eine Lüge, die das Leben retten kann. Denn unter extremem Stress kann das Gehirn nicht mehr unterscheiden, was Wahrheit ist und was eine notwendige Illusion. Wenn alle Ressourcen erschöpft sind, der Körper am Limit ist und die Welt um einen herum feindselig wird, tritt das Letzte in Aktion, was bleibt: das menschliche Gehirn. Gerade in der Wüste wird es nicht nur zu einem Werkzeug der Wahrnehmung, sondern zu einem vollwertigen Generator einer neuen Realität. Das ist kein Fehler, sondern die höchste Form der Anpassung. Illusionen, Halluzinationen, Bilder und innere Stimmen. All das sind keine Anzeichen von Wahnsinn, sondern ein Versuch zu überleben. Mauro Prosperi, der 9 Tage der Einsamkeit überlebte, erzählte später, dass es gerade die inneren Bilder waren, die ihm die Kraft gaben, weiterzugehen. Nicht Berechnung, nicht Wille, sondern das Gefühl, dass jemand in der Nähe ist und alles gut wird. Foucault beschrieb in seinen Briefen aus der Wüste, dass die Stille mit ihm spricht. Beide haben unterschiedliche Motive, unterschiedliche Erfahrungen, aber das Ergebnis ist dasselbe: das Bewusstsein hat einen Weg gefunden, sich selbst zu erhalten. Psychologen sagen, dass unser Gehirn unter kritischen Bedingungen tatsächlich einen Teil der Logik abschalten und durch emotionalen Glauben ersetzen kann. Das ist keine Mystik, das ist Biologie. Jeder von uns ist ein potenzieller Schöpfer einer Welt, in der man sogar das Unmögliche überleben kann. Das endgültige Paradoxon besteht darin, dass die Illusion, die unser Verstand erschafft, lebensfähiger ist als die objektive Realität. Denn manchmal muss man, um zu überleben, aufhören, die Wahrheit zu sehen und anfangen, das zu sehen, was Hoffnung gibt. Und darin liegt die wahre Stärke der menschlichen Psyche.